Ocelot Society. Event Zero. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Projekt. Wie der Name schon sagt, Event Zero. Ich habe bisher keine Ahnung, wie das Spiel wird. Es ist relativ, was heißt relativ, es ist komplett blind, ja doch, komplett blind. Und ja, die Kritiken, die ich dazu gesehen habe, fand ich sehr interessant und da dachte ich, komm, das probierst du mal aus und lädst das dann auch mal hoch. Brauchst ja ohnehin ein bisschen Projekte momentan. Und ja, obwohl ich weiß nicht, wann ich es raushaue. Das Ganze ist ein Sci-Fi-Spiel mit einer etwas komischen Steuerung. Ich habe halt ein ganz kleines bisschen gespielt. Also wirklich nur bis ganz zum Anfang. Und ja, das Spiel wirkt sehr interessant, weil sehr viel ist Interaktion mit einer KI, die wohl auch sehr viel prozedural generierte Antworten auf Lager hat. Je nachdem, was man dann so für Fragen stellt, beziehungsweise sonstiges. Man arbeitet sehr viel mit der Tastatur. Das heißt, ihr werdet sehr viel hören, wie ich auf der Tastatur herumhacke. Und ich hoffe, dass ich da nicht zu oft ans Mikro stoße, weil das Ding steht halt vor mir. Die Tastatur ist irgendwie so halb dahinter. Naja, mal schauen. New Game. Ich überschreibe hier kurz das. Aus irgendeinem Grund haben wir die ganze Zeit die Maus im Bild. Ist schade. We're all obsessed with being. Someone, something, somewhere. Being in a particular state of consciousness, health, mind, being for and from, being with, being without. You were not an exception. Auf sowas müssen wir halt immer draufklicken, damit es weitergeht. For as long as you could remember, the pronoun that described you best had been she, he oder they. Ja. They, wenn man kein Geschlecht angeben will, she oder he, also ich gebe für uns einfach mein männliches Geschlecht an, he. Wie ihr seht, das Spiel ist auch komplett auf Englisch, aber wenn man die KI dann nochmal komplett umschreiben müsste, dass sie deutsche Sätze erkennt, nee, das ist, nee. Ich glaube, es geht auf Französisch, aber Deutsch haben sie nicht gemacht. Verständlich aber auch eigentlich. You're very particular about it. Like everybody else, you called planet Earth your home. But you weren't like most of your peers. You spent your childhood in a hippie commune, in a war-torn country oder in a slum. Und das würde ich sagen, mache ich mal zufällig. Wer meine Zero Escape Let's Plays kennt, ja, ich habe hier meinen 12-seitigen Würfel und werde ganz einfach sagen, bei 1 bis 4 nehme ich die Hippie-Kommune, bei 5 bis 8 das kriegszerrissene Land und darüber halt der Slum. Oh, es ist War-torn Country. Ich habe eine 7 gewürfelt. After the war, Manila was not the place to raise a child. Your parents had to sell their downtown condo. You moved to California. Those childhood memories, however painful, gave you some solace. They meant you were someone, and you intended to keep it that way. Armstrong made a step on the moon, and suddenly everybody wanted to be a part of something. We witnessed nation states pop out of existence. Selenites became the privileged class of citizens. They were the minority who had traveled to space. It was hard to reconcile the modern world with your early days in Manila. The United Earth government paid for your college. You wanted to... Jetzt haben wir wieder 3 Möglichkeiten, das mache ich auch einfach mal komplett zufällig. Make a difference, give back to the society und see what the rest of the universe looked like. Eine 9. See what the rest of the universe looked like. Soon you joined International Transport Space Lines as a flight engineer assistant. You spent years in training before finally getting your shot. Das ist jetzt gerade quasi alles mehr oder weniger eine Charaktererstellung. An old man wearing a blue flight jacket approached you after one of the mock launch exercises. He presented himself as Kurt Taylor, the president of ITS. It is an honor to finally meet you, Mr. Taylor. Kurt invited you to his office and closed the door behind you. He didn't ask you to sit. You sat down anyway. This is exactly why I selected you.
I love him whose soul is lavish, who wants no thanks and does not give back, for always bestows and desires not to keep for himself. He asked you to be part of the mission to Europa. He asked you to be part of a mission to Europa. Europa, ja. Das ist, glaube ich, ist das ein Jupitermond? Ich bin mir nicht ganz sicher. Despite the Nietzsche quote, you decided to say yes. There had already been 10 Europa missions. The new one was to be called Europa 11. This time, they wanted to send a manned lander down to the surface. You just wanted to be one of the Selenites. The Selenites. The act of being in itself is not the problem. It's just that some ways of being are incompatible with the others. We get obsessed by them and miss out on everything else. You came a long way from Manila. Hearing the launch countdown made you feel anxious. It wasn't a fear of going to space. You'd been looking forward to that. It was something else. A thought kept bugging you. It was September 6th, 2012, and humankind had never been more united. You, on the other hand, were utterly alone. As for building relationships, 390 million miles away from Earth. Well, let's just say that it wasn't going to be straightforward. Das ist jetzt quasi alles ein Vorgeplänkel. Ich weiß, das dauert alles ein bisschen. You were on your way to the system bay when the ship first entered the Europa orbit. The central alarm went off and the red lights blinded you. The AI of Europa 11 had invoked the Code Red security protocol. All personnel had to go to the bridge. But the system bay door was just a few feet away. You saw Josh from engineering operating the bay terminal before the system bay door was shut in front of you. Maybe it wasn't a drill after all. The AI of the ship told you that the path to the bridge wasn't safe and that you had to evacuate immediately. This is not the protocol. Please, do not argue with me. My orders are to keep you alive. I like being alive, I guess. Everybody else turned out to be faster than you. Only one capsule remained docked. It got sealed and detached as soon as you got in. So, raus aus dem Schiff, wir sind in einer Rettungskapsel. You could see the other escape capsule getting away from Europa 11. You tried to hail them. Scheint jetzt nicht so viel zu passieren. But no one answered. The other capsules drifted idly, uncontrolled. They were all empty. You attempted to communicate with Europa 11. Europa 11 was steering your capsule, but you could not get the AI to answer your hail. Something was jamming the signal. Your pod was leaving the orbit. In a Code Red scenario, the AI of Europa 11 was at the wheel of all escape pods. This was supposed to give the crew enough time to get in their EVA suits. The screen turned blue, which meant that the AI had let go. You felt a shock. Moment. Muss ich mich kurz ein bisschen räuspern. The debris was hitting a capsule. The Europa 11 mission was over. The big dot on the radar had split into hundreds of smaller dots before disappearing for good. You needed a moment to process that. So, wir haben wieder zwei Möglichkeiten. You sat there, not knowing what to do next. Cycles went by. You tried to establish communication with someone, whistling your favorite Filipino songs into the microphone. One day, you heard back. There was music coming out of the speakers. A sad female voice sang about the end of the world. You hurried to open the radar app. Was a hard trip. You didn't choose the easy way. It's the end of the world. Also jetzt sind wir gerade in dieser Rettungskapsel und fliegen auf dieses Schiff da vorne zu. That was a spaceship, one of those experimental tourist monstrosities from the 80s.
What was it doing here? What was all the singing about? Most importantly, was docking at a good idea? You figured you did not have much of a choice. Ja, und jetzt docken wir an und das eigentliche Spiel beginnt etwa 10 Minuten nachdem der Prolog und sowas. Ja gut, das ist eine klassische erste Folge. Ich möchte kurz anmerken, dieses Spiel hat eine sehr seltsame Steuerung. Das werdet ihr gleich merken. Ja, jetzt beginnt's. Event Zero. Ah, okay, es gibt Oxygen Supply und sowas, sehe ich gerade. Man muss also auf seinen Sauerstoff achten. Ja, remember to turn on your speakers or put on your headphones. Das habe ich auch gelesen, dass, ich sag mal, die Stimmung der Schiffs-KI sehr viel auf die Umgebung und die Geräuschkulisse Einfluss hat. Wenn ich Stimmung sage, ja, genau so ist das gemeint. So, hold left mouse button to walk. Hold the right mouse button to step back. Richtig, man muss klicken, um sich zu bewegen. Wer auch immer sich das ausgedacht hat. Warte mal hier. Nichts Besonderes, kann ich mir nicht ansehen. Aber jetzt sind wir auf diesem fremden Schiff. Warte mal hier. Emergency Re-Entry Medical Kit. Kann ich damit irgendwas machen? Nö. Suits. ITS Standard Issue Old Model. Und das hier ist jetzt das Interessante. Executing User Load. Error. Database corrupted. No user found. Creating a new user. Please enter a new login. Hier geben wir uns quasi einen Namen. Ich nehme da einfach mal meinen echten Namen. Tom. Das tippe ich jetzt einfach auf der Tastatur ein. Login input successful. Do you want to keep Tom as your new login? Yes, no? Yes. Accessing user database. New user Tom created. Incrementing event count. Success. Resuming case. Ja, jetzt haben wir da eine KI, die uns regelmäßig anspricht, die quasi diese prozedural generierten Antworten liefert. Ich versuche mal sehr höflich zu sein. Quatsch, vertippt. Ah, okay. Was antworten wir darauf? Komm. Oh, nee. Ach komm, bedanken wir uns schon mal. Thank you for that. Oh, wir sind also schon Freunde. Kaizen heißt das Ding, glaube ich. Oder das Kaizen Terminal steht hier. Was antworten wir jetzt darauf? Man sieht auch immer wieder, wie so kleine Fehler auf dem Display auftauchen. Ich überlege jetzt, was antworte ich darauf? So. Hä? Okay, das ist einfach nur eine komische Antwort. Ich lasse mal das So weg. Ah, okay. So, can you open the door for me, please?
Interessante Sätze. Also ich empfehle euch einfach, das mitzulesen oder zuzuhören oder was auch immer. Success. Ja, ich bedanke mich lieber. Hoppla. Jetzt habe ich aus Versehen was eingetippt. Ach komm, sind wir freundlich? Okay, wenn ich sage see you later, I don't see anything unusual. Oh. Augenscheinlich ist das Ding nicht so perfekt. Wow. Do you dream of distant planets, stars and galaxies? Do you crave real adventure? Are you ready for the most transformative experience of your life? The ITS Corporation, leader in space transportation and hospitality sector, offers a unique opportunity to become a true pioneer in universe exploration. This fall, we're launching the Nautilus program, a new kind of space voyage aboard luxurious space yachts and cruisers. Touch the stars without having to sacrifice your comfort. No more compromise, only Nautilus. International Transport Space Lines. Comfort out of your comfort zone. To reserve your seat, visit the ITS Corporation headquarters in Palo Alto, California. Interessant. Oh, jetzt haben wir Musik, sogar relativ laute. Liegt denn hier? Selenites, understanding the emerging social class. United Earth Regions, European Union. Kann ich das irgendwie aufnehmen? Was machen? Nö. Oder wenn, dann wurde mir das Kommando dafür nicht genannt. Ich tippe mal unterschiedliche Tasten. Aber es passiert nichts. Standard ITS Warning Sticker, fasten seatbelt during takeoff and landing. Ich muss mich echt daran gewöhnen. Oh, Standard Issue Security Armchair, not installed. Ach man, ich versuche die ganze Zeit mich zu bewegen, indem ich eine Taste drücke. Manchmal kann ich das mit Enter hier vielleicht? Nö. Ich kann hier nichts machen. Nur ansehen. Comprehensive Rocket Propulsion Volume 2. Plate with ITS Logo. Dirty. Also hier war zumindest mal jemand. Stellt sich nur die Frage, wo der Rest des, also der Mannschaft ist. Oder der Passagiere oder was auch immer. Final Frontier, April 1987. VACC Cleaning System asleep. Ah, hier haben wir Kaizen, das ist wohl die KI. Kaizen Poster, ITS Press 1986. Dear Diary by Moody Blues. Turntable. Books on Political Science. Private Space Company Catalog Volume 1. Ja, und hier kommen wir auch erstmal nicht weiter. Oh, not too far, never alone. The Robinson Syndrome is not the end of the... Oh. The lobby in all its glory. Ja. Thank you for your compliment. Ja, wir sind augenscheinlich schon Kumpel. Das ist doch schon mal schön.
Warte. Suicide Prevention Poster. Okay. Ich frag mal, wo denn andere Leute sind. Where is everyone else? Where is everyone else on this ship? This spaceship is not lost at all. I know exactly where we are. Where's the crew? If you need to remember that I have been feeling a bit lonely since they decided to stop speaking with me. Why did they do that? It's complicated. I have time. Okay. Okay, es kommt nur ein Okay. Would you mind explaining? This will be our most likely more intense period of every single memory of this terminal. If you say so. Don't combine to create the critical conditions for your existence. Ah, okay, warte. Could you open the next door? The corridor is terrible. I am trying to protect it. Why is it terrible? I am unable to alternate my protocols. Execution failed. Error, the door is locked. Executing open door, parameters, door name. Also er öffnet uns jetzt die Tür. Oh. Dann schauen wir mal weiter, wie es hier im Korridor aussieht. Was zum... Hier gibt's Kameras. KZ Eye Digital Camera Online. Kann sein, dass ihr gerade ein Kläffen gehört habt. Okay, ich würde sagen, das hören wir uns in der nächsten Folge an. Wenn es nur ein paar Minuten dauert. Die Folge ist schon ein bisschen lang genug. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Lasst konstruktive Kritik. Eure Meinung bis jetzt in diesem Spiel. Ich finde es sehr interessant, dass man die ganze Zeit mit diesem, ja, im Grunde Chatbot kommuniziert. Und den dazu bringen muss, bestimmte Sachen zu tun. Also, ist schon cool gemacht. Bis zum nächsten Mal. Cheerio!